2020. Die RWTH ist geil und was ist noch geiler als geil zu sein? So richtig geil zu feiern, dass man geil ist. Aus diesem Grund wurden jahrelang die besten, hochwertigsten, exquisitesten, hervorragendsten und natürlich die lehrreichsten Jubiläumsfeierlichkeiten aller Zeit zum 150-jährigen Jubiläum vorbereitet. Das Filmstudio hatte die große Ehre, dieses für die RWTH historische Jahr filmisch zu begleiten und alle Feierlichkeiten aufzuzeichnen. Liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, macht euch auf etwas gefasst, das euer Leben nachhaltig verändern wird. Hier kommen die fantastischen Jubiläumsfeierlichkeiten der RWTH! Moment mal. Das können wir doch nicht so lassen. Was machen wir denn jetzt? Schneiden wir noch was Lustiges rein. Die Pandemie kam im März 2020, strich das Wort Plan aus dem deutschen Wortschatz und daher wurden alle Jubiläumsfeierlichkeiten quasi ersatzlos abgesagt. In Rekordgeschwindigkeit mussten Tausende von unnötig gedruckten Aufklebern umfunktioniert werden. Die Straßen waren menschenleer, Klausuren wurden verschoben und so weiter und so fort. Ihr wisst schon. Und das war dann Anfang März, da hatten alle ja schon mitbekommen, oh, hier kommt was, vor allem diese Nach-Karnevalszeit damals, vor der Pandemie, wo ja auch dann viel noch gewitzelt wurde, oh ja, da kommt mal was, vielleicht müssen wir mal ein paar Wochen in Lockdown oder so. Die Uni zeigte sich plötzlich generös, verlängerte die Regelstudienzeit und führte Freiversuche für alle Klausuren ein. Da sind wir auch hier intern auch ziemlich offene Ohren gestoßen, zumindest auf den Ebenen, auf denen der Erste dann geredet hat, dass es eine gute Idee ist, das jetzt zumindest mal mindestens für den Sommer oder für die Klausuren, die verschoben werden, zu machen. Aber wie damit in die Zukunft gegangen wird, bin ich selbst sehr gespannt. Plötzlich muss die komplette Lehre quasi von einem Monat auf den anderen ins bisher so gefürchtete Internet verlagert werden. Man hat dann sehr schnell ja auf Zoom umgestellt, das war auch so eine Erfahrung. Diese Erfahrung haben wir einmal der Anschaulichkeit halber kurz zusammengefasst. Können Sie mich hören? Kann man mich jetzt hören? Ja? Ich kann hier niemanden sehen. Ja, das mit der Technik und mit den Online-Veranstaltungen lernen wir gerade noch. Das ist für uns genauso neu wie für Sie. Wobei Sie da... Ich werde hier echt verrückt. Wieso geht denn jetzt wieder unser Internet nicht? Können wir nicht einfach gar keine Vorlesung machen und die Folien einfach irgendwo hochladen? Ich meine, das kann doch echt nicht sein, dass wir hier so einen Aufwand nur für die Lehre... Ah, da sind Sie ja wieder. Ja, entschuldigen Sie bitte den Ausfall. Wir sind ja hier an einer technischen Hochschule und wie es sich gehört, haben wir da natürlich auch mit technischen Problemen zu tun. Also, lassen wir mal das ganze Vorgeplänkel und legen sofort los. Ich teile mal eben die Folien. So, kann man jetzt die Folien sehen? Nein, man sieht nicht den Präsentationsmodus. Sebastian, wie macht man das denn jetzt hier, dass man die Präsentation sieht? Ah, okay. So, kann man die Präsentation jetzt sehen? Sieht man die Folien? Gut, ich sehe keine Proteste. Dann können wir endlich starten. Also,
Ich heiße Sie nach reichlichen technischen Komplikationen herzlich willkommen zur ersten Vorlesung in der Reihe Wambologie. Wir beschäftigen uns in den nächsten 4 Monaten, hoffentlich möglichst bald auch wieder in Präsenz, gemeinsam mit der Wissenschaft des Wambo. Und damit ich wünsche Ihnen ganz viel Kraft in dieser für uns alle sehr schwierigen Zeit und noch ein gutes Gelingen mit der Corona-Online-Lehre. Bleiben Sie gesund und bis zum nächsten Mal. Das Frühjahr 2020 wurde nicht nur durch Corona und die fantastisch funktionierende Online-Lehre dominiert, ein an der RWTH gänzlich unbekanntes Feld rückte auf einmal in den Fokus. Kunst. Dieser unseriöse Wahnsinn begann mit dem Hauptgebäude. Unser Außenreporter berichtet. Ich stehe hier vor dem verhüllten Hauptgebäude der RWTH Aachen. Beobachter sagen, dies könnte das letzte vollendete Werk des weltbekannten Künstlers Christo sein. Er habe der Universität anlässlich des 150-jährigen Jubiläums ein Geschenk machen wollen. Und damit zurück ins Studio. Vielen Dank. Des Weiteren hat die Unterführung am Audimax einen neuen Anstrich bekommen. Zuvor noch zugekleistert mit Graffiti und Plakaten drunter, jetzt ebenfalls zugekleistert mit Graffiti, aber mit Kunst drunter und deutlich bunter. Der Optimismus des Corona-armen Sommersemesters hielt nicht lange, denn im Winter 2020 feierte Covid-19 das größte Comeback seit Elvis. Es gab zwar immer noch keine 150-Jahr-Feier, aber pünktlich zum Jubiläum durften die Studierenden die wahrscheinlich spaßigste Klausurphase in der Geschichte der RWTH miterleben. So klar, wir hatten erstmal schon ein bisschen Vorgeplänkel durch Dezember, November durch, wo ja schon Lockdown-Maßnahmen verhängt wurden und das öffentliche Leben schon eingeschränkt wurde und so weiter. Aber für die Prüfungsphase war erstmal noch alles soweit unangetastet geblieben, weil man immer noch gedacht hat, okay, das funktioniert, wir können das in Präsenz durchführen. Auch wenn natürlich von allen Seiten schon auch von unserer Seite Stimmen kamen, die gesagt haben, macht euch Gedanken, eventuell funktioniert das mit der Prüfungsphase in Präsenz im Wintersemester 2021 nicht. Dann war man irgendwann in Mitte Januar, man hatte noch so grob einen Monat, bis die Prüfungsphase dann tatsächlich losging. Und dann musste man sich was überlegen, weil es nicht danach aussah, dass die Maßnahmen irgendwie abklingen. Wie diese Überlegungen wohl aussahen, wir haben sie uns so vorgestellt. So, meine Damen und Herren, wir haben wenig Zeit. Die Klausurphase steht an und wir sind mitten in der Pandemie. Ich brauche Vorschläge. Naja, also der Lockdown soll ja jetzt nur noch 2 Wochen lang gehen. Also dann müssten wir doch pünktlich zu Beginn der Klausurenphase die Prüfungen wieder in Präsenz veranstalten können. Also mit Corona kann man eh nicht im Voraus planen. Sowas kann man nur kurzfristig entscheiden, sonst müssten wir uns ja hier auf 70 Szenarien vorbereiten. Und also ich würde sagen, wir machen einfach nichts und warten ab. Ich habe mal mit mehreren Lehrstühlen gesprochen, die halten Online-Klausuren auch für nicht durchführbar. Ich meine, wenn wir schreiben lassen, dann nur in Präsenz. Online-Klausuren sind einfach unzumutbar. Ja, da sind wir ja einer Meinung. Können wir einen Schluss machen, wa? Ist auch gleich Kaffeepause. Sehr gute Arbeit. Weiter so. Moment mal, das ist unser Plan? Wir machen einfach nichts? Wir können doch nicht erst kurzfristig vor den Klausuren entscheiden, ob diese jetzt stattfinden werden oder nicht. Die darunter leiden, sind doch letztendlich unsere Studierenden. Die werden in den nächsten Wochen bis kurz vor ihren Klausuren nie wissen, ob diese jetzt stattfinden oder nicht. Der Lockdown könnte verlängert werden, das ist nicht unwahrscheinlich und würde eigentlich auch niemanden wirklich überraschen. Und was gibt es dann für ein Bild der RWTH ab, wenn wir einfach darauf gezockt haben, dass Präsenzklausuren stattfinden können und das dann völlig in die Hose geht? Nee, wir brauchen ein ausgefeiltes Online-Konzept und zwar für alle Prüfungen. Wir müssen mit den Lehrstühlen reden, damit die sich dementsprechend auf Online-Prüfungen vorbereiten und einstellen. Die Studierenden müssen nicht noch eine chaotische Chaos-Klausurenphase erleben. Das sind wir ihnen schuldig. Sie wurden in dieser Pandemie bisher so oft vernachlässigt. Und das ist doch unser Job. Dafür sind wir doch schließlich hier.
Und dann folgte eben eine Prüfungsphase, die von ständig wechselnden Maßnahmen geprägt war. Die gesamte Prüfungsphase besonders von den Studierenden als sehr, sehr chaotisch empfunden wurde. Also das rührte dann wahrscheinlich auch so ein bisschen aus der Sicht der Hochschule bzw. aus Perspektive der Hochschule daher, dass man natürlich zum einen auch sehr darauf gehofft hat, dass man die Prüfungsphase in Präsenz mitmachen kann. Fehlende Planungssicherheit in der Prüfungsphase ist natürlich auch ein psychologischer Faktor, der die Studierenden nochmal nachhaltig beeinflusst, gerade wenn schon 9 Monate Pandemie, die ja auch aus Studierendensicht sehr hart und schwierig waren, nochmal obendrauf kommt. Und dann wird es für viele nicht einfacher, sondern eher noch schlimmer. Nach diesem Akt folgte im Sommersemester 2021 wieder eine optimistischere Zeit, in der sich auf dem Campus viel verändert hat. Der Templergraben wurde autofrei. Es sollten auf unbestimmte Zeit keine Autos durch den Templergraben fahren. Keine Autos durch den Templergraben fahren. Gar keine Autos durch den... Okay, na gut. Das mit den gar keine Autos hat nicht ganz so gut funktioniert. Es sollten fast gar keine Autos durch den Templergraben fahren. Außerdem sollte ein studentischer Biergarten am Kammern-Auditorium errichtet werden. Da dieses aber vermutlich 2035 fertig wird, muss man sich in der Zwischenzeit wie immer an der RWTH mit einer temporären Lösung zufrieden geben. Also kam nach dem alten Temp, dem Semitemp, dem neuen Temp, jetzt das Biertemp. Der Rektor ist ein selbst großer Fan von dem Projekt Biergarten. Ist ja auch nur momentan temporär. Ein richtiger Biergarten wird tatsächlich auch in den nächsten paar Jahren da unten dann gebaut werden. Es gab immer eine Schlange am Anfang. Es wurde immer in den ersten 10 Minuten alles besetzt und es gab dann auch immer noch Leute, die um 21:30 Uhr, 22 Uhr rein wollten. Es ist jetzt das 4., 5. Mal, dass wir das machen und wir haben immer irgendwas Neues mit reingebracht. Dann ging es immer weiter mit krasserer Musik, krasserer Beleuchtung, krasseren Effekten. Jetzt haben wir sogar eine Cheershow heute hier. Wir haben einen DJ hier, und zwar Ludwig. Der macht das eigentlich relativ gut. Es wird auch immer zum Abend hin ein bisschen mehr Party. Und auch, wenn wir nicht wissen, was das kommende Semester bringt, eine Rückkehr in die Präsenz ist zumindest angekündigt, so gilt es auch, die schönen Zeiten des Studiums zu genießen. Und so stoßen wir an auf die nächsten 150 Jahre RWTH, die hoffentlich ruhiger verlaufen als das letzte. Prost!